Königin Luise von Preußen. Luise wurde als Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz am 10. März 1776 in Hannover geboren. Sie war die Gemahlin König Friedrich Wilhelms III. Von Preußen. Zeitgenossen beschrieben sie als schön und anmutig. Ihre ungezwungenen Umgangsformen erschienen ihnen eher bürgerlich als aristokratisch. Ihr Leben war eng verknüpft mit den dramatischen Ereignissen im Kampf Preußens gegen Napoleon. Da sie früh starb, blieb sie auch in der Vorstellung der nachfolgenden Generationen jung und schön. Schon zu Lebzeiten wurde sie sehr verehrt. Luises Familienhintergrund war das Ergebnis von Zweckverbindungen des Hochadels über die Grenzen der deutschen Kleinstaaten hinweg. Ihr Vater war Karl zu Mecklenburg-Strelitz. Nach dem Studium in Genf und einigen Reisen hatte er die repräsentative und gut bezahlte Aufgabe übernommen, das Kurfürstentum Hannover als Gouverneur für seinen Schwager, den britischen König Georg III., zu verwalten. Dieser war zwar in Großbritannien geboren, stammte aber aus dem Haus Hannover und ließ sein deutsches Stammland von London aus regieren. 1768 heiratete Karl in Hannover die 16-jährige Prinzessin Friederike von Hessen-Darmstadt. Als sie im Alter von 29 Jahren starb, war ihre Tochter Luise, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, erst 6 Jahre alt. Der Witwer heiratete die jüngere Schwester der Verstorbenen. Luise erhielt also ihre Tante zur Stiefmutter, die aber nach nur 15 Monaten ebenfalls im Kinderbett starb, nachdem sie ihren Sohn Karl zur Welt gebracht hatte. Wenig später wurden die 6 Kinder getrennt. Die beiden Söhne Georg und Karl blieben bei ihrem Vater in Hannover. Charlotte, die älteste der 4 Töchter, war seit 1785 mit dem Regenten des kleinen Herzogtums Sachsen-Hildburghausen verheiratet. Die Schwestern Therese, Luise und Friederike wurden 1786 ihrer Großmutter in Darmstadt zur weiteren Erziehung anvertraut. Diese Großmutter, einst mit dem Bruder des regierenden Landgrafen von Hessen-Darmstadt verheiratet, war eine resolute, kluge alte Dame, die ihren 3 Enkelinnen im alten Palais der kleinen Residenzstadt Darmstadt manche Freiheiten ließ. Luise als Kind mit Beinamen Jungfer Husch und unsere tolle Luise gerufen, war noch als Jugendliche kindlich, unbefangen und verspielt. Der Stadtpfarrer von Darmstadt gab den 3 Schwestern Konfirmandenunterricht. Zudem erhielten die Prinzessinnen Unterricht in Englisch, Geschichte und Deutsch sowie im Zeichnen, Malen und im Klavierspiel. Luise war keine eifrige Schülerin. Ihre französisch geschriebenen Briefe blieben lebenslang fehlerhaft und erst viel später in Berlin ging sie daran, einige der größten Bildungslücken zu schließen. Dort ließ sie sich über Geschichte und Philosophie informieren und bat Freundinnen wie Marie von Kleist und Caroline von Berg, sie bei der Auswahl ihrer Lektüre zu unterstützen. Frau von Berg, ihre Hofdame, Mentorin und Vertraute, führte einen literarischen Salon in der Villa am Berliner Tiergarten und korrespondierte mit Berühmtheiten wie Goethe, Herder. Von ihr erhielt Luise Hinweise zur zeitgenössischen Literatur. Das Leben der Prinzessinnen in Darmstadt wurde unterbrochen durch häufige Besuche bei den zahlreichen Verwandten aus hessischen und mecklenburgischen Adelshäusern, durch Reisen nach Straßburg und in die Niederlande. Oft hielt man sich in Frankfurt am Main auf, wo die ältere Schwester Therese seit 1787 mit dem damaligen noch nicht ganz standesgemäßen, aber sehr reichen späteren Fürsten Karl Alexander von Thurn und Taxis verheiratet war. Mehrmals machten die 14-jährige Luise und ihre jüngere Schwester Friederike Besuche im Hause der Frau Katharina Elisabeth Goethe, der Mutter des berühmten Dichters. Jahre später schrieb diese ihrem Sohn darüber nach Weimar.
Das Zusammentreffen mit der Prinzessin von Mecklenburg hat mich außerordentlich gefreut. Von einer steifen Hofetikette waren sie da in voller Freiheit tanzend, sangen und sprangen den ganzen Tag. Anfang März 1793 wurden die beiden Schwestern, jetzt 17 und 15 Jahre alt, in Frankfurt dem preußischen König Friedrich Wilhelm II. Vorgestellt, der brieflich über diese Begegnung berichtete. Wie ich die beiden Engel zum ersten Mal sah, es war am Eingang der Komödie, so war ich so frappiert von ihrer Schönheit, dass ich ganz außer mir war, als die Großmutter sie mir präsentierte. Zum ersten Mal traf Luise den Ältesten, den 22-jährigen Kronprinzen Friedrich Wilhelm am 14. März 1793. Am 19. März machte er ihr einen persönlichen Heiratsantrag und am 24. April fand in Darmstadt die offizielle Verlobung statt. Im Ehevertrag wurde festgehalten, dass Luise eine bestimmte Summe zur selbsteigenen Disposition erhalten sollte, die sich bei der Geburt eines Sohnes deutlich erhöhen würde. Inzwischen war auch Prinz Louis der Jüngste mit Luises Schwester Friederike verlobt, widerwillig allerdings und nur aus Gründen der Staatsräson. Er war schon anderweitig, aber unter seinem Stand verliebt. Die Doppelhochzeit wurde für die Weihnachtstage 1793 vereinbart. Am 22. Dezember trafen die Schwestern in der festlich geschmückten Stadt Berlin ein. Ein kleines, weiß gekleidetes Mädchen begrüßte die Prinzessinnen mit einem Gedicht. Luise hob das Kind hoch, küsste es und reagierte erkennbar verständnislos, als man ihr sagte, dass ein solches Verhalten ihrer hohen Stellung nicht angemessen sei. Dieser Vorfall, vielfach weitererzählt, gab den ersten Anstoß zur außerordentlichen Beliebtheit Luises bei der Berliner Bevölkerung. Am 24. Dezember 1793 wurde sie mit dem Kronprinzen im Weißen Saal des Berliner Schlosses getraut. Nach Berichten von Augenzeugen wirkte der Bräutigam, sonst eher schüchtern und introvertiert, an diesem Tag heiter und ausgelassen. 2 Tage später heirateten auch Friederike und Prinz Louis.